Das sind wir. Sandy, Mandy und Lotte. Und das ist Klaus Bärbel, unser Zuhause. Wir haben das uns auferlegte Normal hinter uns gelassen und uns für mehr anders entschieden. Mehr Eigenverantwortung, mehr Abenteuer, mehr Zeit, mehr Leben. Und wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet. Nachdem wir ein paar wundervolle Tage in Jirena verbracht haben, geht es für uns weiter. Unser nächstes Ziel, ein See bei Erlangen. Unterwegs ahnen wir noch nicht, was für ein wunderbar einsamer und ruhiger Ort uns erwartet. Wir verbringen die erste Nacht hier in absoluter Ruhe, bis am nächsten Morgen der Naturwecker uns aus dem Bett klingelt. Zeit für Frühstück. Während ich den Abwasch erledige, macht Mandy sich für eine Fotosession auf die Suche nach der Schafsherde.
Eine ganze Woche verbringen wir an diesem fantastischen Ort. Ganz in der Nähe in Erlange gibt es die Möglichkeit, Müll, Grauwasser und die Toilette zu entsorgen und Frischwasser aufzufüllen. Gerne wären wir noch ein bisschen länger geblieben, aber Spanien hat noch viele weitere schöne Orte, die auf uns warten. So, wir haben jetzt hier ein paar herrliche Tage verbracht an diesem See, in diesem wunderschönen, ja, sieht aus wie ein Naturschutzgebiet, aber steht nirgendwo, dass es eins ist. Wir haben wunderschönes Wetter gehabt, 30 Grad, und heute pünktlich, wo wir los wollen, ist es bedeckt und kalt und das passt. Ein gutes Stück an Strecke zurückgelegt. Wir sind heute ein gutes Stück Richtung Norden gefahren und das ist jetzt alles irgendwie ein bisschen spät geworden. Der Stellplatz, den wir eigentlich angesteuert haben, der war für uns nicht zu erreichen, will ich mal so sagen. Und jetzt sind wir hier irgendwie mitten auf dem Weg einfach irgendwo rangefahren, weil das hier so eine tolle Gegend ist. Also das ist echt sowas habe ich noch nie gesehen. Hier sind unheimlich viele dicke, fette, große Felsbrocken, die hier überall rumliegen. Und überhaupt ist das hier alles ganz steinig. Also man hat hier richtig teilweise Steinböden, also Natursteinböden mit ein bisschen Wiese zwischendrin. Und wir gehen jetzt hier erstmal einen schönen Spaziergang machen und gucken uns die Gegend mal an. Die alten, kargen Bäume in Verbindung mit dieser Felsbrockenlandschaft wirken regelrecht märchenhaft. Wir fragen uns, wie alt wohl diese von Hand gebauten Steinmauern sind, welche man als Viehzäune nutzt und hier überall in der Gegend sieht. Der Stein hat gewackelt. Da ging jemandem aber die Düse. Hier ist der Boden komplett versteinert.
versteinert mit Moos und irgendeiner Flechte oder einem Pilz, der hier drauf wächst. Alles Stein. Es sieht so aus, als wäre es mal flüssig gewesen und ist dann zu Stein geworden. Vielleicht ist es mal Lava gewesen. Vielleicht ist hier ein Vulkan in der Nähe und das kommt von einem Vulkanausbruch. Wer weiß. Wir fragen uns auch, wann und wie diese gewaltige, faszinierende Felslandschaft entstanden ist. Die riesengroßen Felsbrocken sehen aus, als hätte sie jemand dort einfach hingelegt. Ein Riese, der mit Bauklötzen seiner Zeit gespielt hat. Am nächsten Tag geht es weiter. Seht euch die riesigen Felsbrocken an. Auch die Berge in dieser Gegend bestehen aus solchen Felsbrocken. Wir stehen hier jetzt wieder mal auf einem ganz wunderschönen Stellplatz und zwar in einem kleinen, ganz kleinen Örtchen, irgendwie auch in den Bergen. Der Ort heißt, muss ich euch vorlesen, kann ich mir nicht merken, Navaredonda de la Rinconada. So, und das ist hier ein neu angelegter Wohnmobilstellplatz. Wir haben hier Wasser, wir haben hier Entsorgung, Abwasser und alles. Und wir stehen hier jetzt mit einer jungen Frau zusammen, die alleine im Van unterwegs ist, die auch im Van lebt. Mit 2 Hunden, das ist ganz schön. Die Hunde können hier toben. Wir sind hier schon spazieren gewesen. Richtig, richtig schön. Richtig schön ruhig. Ist ein bisschen windig heute. Aber ist wirklich ein ganz schöner Platz. Der ist noch gar nicht bei Google Maps zu sehen, weil der jetzt gerade erst recht frisch angelegt wurde. Und wir haben heute von einem kleinen Jungen hier aus dem Dorf, der kam mit einer Tüte zu uns ans Wohnmobil und hat gefragt, ob wir Gänseeier oder Ziegenkäse kaufen wollen. Und wir haben erstmal ein schönes Stück Ziegenkäse gekauft. Und jetzt das ist ein super guter Anlass, endlich mal unseren Omnia auszuprobieren. Den fahren wir jetzt seit Monaten in der Garage mit uns rum und haben den noch nie getestet. Und heute gibt es Kartoffel-Brokkoli-Auflauf mit Ziegenkäse aus dem Omnia. So, der Omnia, der besteht aus 3 Teilen. Einmal aus diesem Ding hier. Das kommt ganz nach unten. Und das kommt hier drauf. Das ist der Deckel, logischerweise. Huch,
Jetzt ist mir doch hier glatt ein bisschen Feta flöten gegangen. Weil hier ist nämlich ein Loch in der Mitte. So. So sieht das Ganze von oben dann aus. Und dann kommt hier schön der Deckel drauf. Und jetzt kommt das Ganze auf dem Herd und dann schauen wir mal. Wie toll. Wir bleiben 3 Tage, bevor es weitergeht. Dörfer wie dies gibt es hier viele in Spanien. Einige sind komplett verlassen, in anderen leben nur noch wenige Menschen. Die spanische Jugend zieht es in größere Städte, denn auf dem Land finden sie keine Arbeit. Das führt dazu, dass der Altersdurchschnitt in diesen Dörfern teilweise weit über 70 ist. Abbiegen auf Calle Alfonso 13. SA 311. Den Streckenverlauf 53 Kilometer folgen. Diseminados Via de Pera. Wir sind da. Und wieder haben wir ein stilles Örtchen umgeben von Natur gefunden. Aber dazu mehr nächsten Sonntag.